Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie zum Beispiel SSD, RAM oder Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein HP Omen, einen Gaming-Laptop, und ich zeige euch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar hier unten relativ schlecht zu lesen. Und ja, mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Das wird nur von dem Frontrahmen, also man muss nur den Frontrahmen lösen und kommt so direkt an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen kann man auch einzeln tauschen. Wenn man das Gerät jetzt öffnen möchte, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Das sind einmal 4 oben und 4 hier unten. Die haben auch unterschiedliche Längen, die 4 hier oben und die unteren. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Prinzipiell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Da ist alles dabei, was man braucht. Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Das habe ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht. Und das sind alles ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, da nimmt man einfach ein PH0 als Aufsatz. Und wenn man alle Schrauben gelöst hat, dann zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell, ich hoffe, dass man das hier schwarz auf schwarz erkennt, wo die Verbindungslinie lang läuft. Und das ist hier. Ja, auch hier hinten, da sieht man das, glaube ich, auch besser. Und genau hier ist die Verbindung zwischen Unterseite und dem Gerät. Und in dem Fall nehme ich jetzt auch einfach einen der Öffner aus dem Werkzeugset. Und ich versuche jetzt auf der Rückseite anzufangen. Das heißt, man versucht im Grunde genommen einfach hier eine kleine Lücke zu schaffen. Und dann die Unterseite nach oben zu hebeln. Und das funktioniert mal besser, mal nicht. Vor allem, wenn das Gerät noch nie geöffnet wurde, dann geht das meistens ein bisschen schwerer. Aber vom Prinzip her ist es immer das Gleiche. Man versucht irgendwo, wo es am besten geht, eine kleine Lücke zu schaffen. Drückt das so ein bisschen nach oben. Auch das laute Knacken und so, das ist echt alles normal. Und arbeitet sich so im Grunde genommen einmal um das Gerät. Und wenn das irgendwo ein bisschen schwerer geht, dann einfach nicht mit Gewalt. Dann schaut man einfach, ob man auf einer anderen Stelle, an einer anderen Stelle ansetzt und da weitermacht. Kann man irgendwann auch schon mit den Fingern drunter fassen und das dann mit so ein bisschen Wippen und Ruckeln lösen. Wie gesagt, wenn das irgendwo noch hängt, dann einfach weitermachen. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass hier auch wirklich kein Strom mehr fließt. Und da sehen wir hier den Stecker und den muss man in dem Fall nur nach hinten ziehen. Und ist so dann einfach auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen zum einen, es gibt 2 SSD-Slots, einmal hier drüben und einmal hier. Der ist schön schräg eingebaut. Direkt darüber hier ist das WLAN-Modul. Die WLAN-Kabel laufen hier unter dem Lüfter entlang. Dann sehen wir hier die beiden RAM-Slots, RAM-Riegel, also auch das lässt sich austauschen und erweitern. Wir sehen hier die beiden Lüfter.
Und da ist es so, die gibt es auch einzeln zu kaufen. Der Heatsink ist auch einzeln, dazu aber später mehr. Und eine CMOS-Batterie sehe ich jetzt nicht. Was ich aber sehe, ist, dass dieses Board hier auf jeden Fall noch einzeln ist. Und das Board ist ich vermute, für einen Kartenleser oder ähnliches. Das ist jetzt bei dem Modell allerdings nicht verbaut. Und genau, dann würde ich sagen, bauen wir den Akku aus. Und auch das ist in dem Fall super einfach. Auch hier wieder braucht man nur die Schrauben, die sind alle mit M2 beschriftet, rauszunehmen. Und wenn man alle Schrauben draußen hat, kann man den Akku dann eben einfach nach oben aus dem Gerät nehmen. Ja, und kann den so eben auch easy tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Und da ist es so, das kann man einzeln tauschen. Da hat man nur das Problem, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, dass die Schrauben vom Touchpad hier unter dem Mainboard sitzen. Das heißt, an die Schrauben hier kommt man gar nicht ran. Das heißt, die sind wahrscheinlich 3 Schrauben hier. Müsste man das Touchpad tauschen, würde das bedeuten, man muss alles ausbauen. Also Lüfter weg und so weiter. Das komplette Mainboard muss raus, um dann hier unten an die Schrauben ranzukommen. Auch hier vorne noch die Schrauben. Aber prinzipiell wäre es auf jeden Fall möglich, das einzeln zu tauschen. RAM tauschen ist wie bei jedem Gerät eigentlich super einfach. Der wird nämlich immer nur von diesen beiden weißen silbernen Klammern hier gehalten. Das heißt, die so ein bisschen nach außen ziehen und dann springt der einem quasi schon entgegen. Dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen. Da würde ich jetzt in dem Fall einfach immer nur schauen, dass man da nach Möglichkeit, gerade wenn man so vielleicht fettige Hände hat, einfach nicht vorne an die Kontakte ranzukommen. Und das ist auch so gemacht, der passt nur in eine Richtung rein. Also genau wie bei der SSD, zeige ich später. Der würde so jetzt gar nicht reinpassen. Und dann kommt er zurück in den Slot bis ganz nach hinten. Ups. Und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. So, und genauso einfach ist auch die SSD. Mit dem einzigen Unterschied, dass das hier 2 Schrauben sind. Die meisten SSDs haben ja nur eine Schraube hier hinten. Und die andere Besonderheit ist, dass das hier quasi in Layern aufgebaut ist. Also man kann das prinzipiell jetzt hier einfach rausziehen. Und dann sieht man, es gibt einmal, das klebt ein bisschen, es gibt einmal hier quasi so ein Unterteil. Und dann sieht man die SSD hier. Fühlt sich so an, als wäre die hier aufgeklebt. Das ist aber nur das Kühlpad hier unten, was hier dann eben ein bisschen draufklebt. Also auch so kann man die SSD super einfach tauschen oder eben auch einbauen. Und beim Einbauen würde ich jetzt hier einfach empfehlen, da sieht man ja hier hinten die Öffnung, das hier drauf zu legen. Erstmal lose. Und dann die SSD, auch die geht nur in eine Richtung. Ne? Dann kann man die hier wieder zurückschieben in den Slot. Zack. Und die fügt sich ja dann hier auch perfekt ein. Und dann legt man zum Schluss einfach das Oberteil quasi samt dem Kühlpad hier oben drauf. Schauen einfach nur, dass das hier genau einmal hier und einmal hier richtig drauf liegt. Dann einfach beide Schrauben wieder rein. Und so schnell hat man auch die SSD getauscht. So, wie eingangs erwähnt, die Lüfter lassen sich auch einzeln tauschen. Da ist es nur so, dass man auch an die einfach nur wegen der Bauweise nicht wirklich rankommt, ohne den Heatsink abzubauen. Also die haben jetzt zum Beispiel hier 2 Schrauben, an die man offen rankommt. Und dann gibt es aber eine dritte Schraube, die liegt dann eben unter dem Heatsink.
Und auch der Stecker, also beziehungsweise der Anschluss vom Lüfter hier, den man so nach oben quasi entfernen kann, auch der läuft halt unter dem Heatsink. Das heißt, um die Lüfter zu tauschen, muss man zuerst den großen Heatsink abmachen, was wirklich auch kein Problem ist. Alle Schrauben hier sind auch nummeriert. Und dann kann man den gesamten Heatsink quasi nach oben hin rausnehmen, kann dann die Lüfter einzeln tauschen, die Flächen dann hier natürlich schön sauber machen, neue Kühlpaste drauf und dann kommt der Heatsink wieder von oben in das Gerät rein. Wie gesagt, ansonsten auch das eigentlich relativ einfach selber zu machen. Zu den Lüftern noch ein kleiner Tipp und das ist eben auf jeden Fall am Ende nicht zu vergessen, die Lüfterstecker wieder rein zu friemeln. Und dann sollte man sich hier auch gucken, wie rum die sind. Die haben meistens so einen kleinen Punkt oder Kontakte. In dem Fall zeigen die Kontakte jetzt zum Beispiel in diese Richtung. Und bei dem Stecker von dem Lüfter hier zeigen die Kontakte in diese Richtung. Das ist mir gerade eben noch so eingefallen. Gut, der Akkueinbau, genauso einfach wie der Ausbau. Der kommt jetzt einfach wieder auf die Gewinde. Da kann man auch sehen, er hat jetzt quasi hier immer noch neben den eigentlichen Gewinden so kleine Öffnungen. Da gibt es hier so kleine Aussparungen, also Führungshilfen im Grunde genommen. Das heißt, wenn man den da links, rechts drauflegt, dann sitzt der eigentlich schon wieder perfekt. In dem Fall ist der Stecker jetzt einfach nur ein bisschen unhandlich. Und da würde ich jetzt den Stecker tatsächlich zuerst wieder verbinden. Und dann den Akku einfach wieder verschrauben. So, die Unterseite, um die wieder zu verbinden, die legt man jetzt einfach wieder auf das Gerät. Ich hake die hier vorne so ein bisschen ein und dann drückt man die einfach wieder nach unten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall einmal um das Gerät herumzugehen und zu schauen, dass hier wirklich alles geschlossen ist. Da kann man auch ruhig akribisch sein. Und dann kommen die 4 längeren Schrauben hier oben, die 4 kürzeren hier unten und so schnell hat man hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.